In diesem Video zeigen wir Ihnen ein Vorstellungsgespräch für mehrere Positionen. Dazu gehört Social Media Officer, Projektleiter, Marketingleiter, Manager für Internettechnologie, Spezialist für Lieferketten, Kundenbetreuer, Grafikdesigner, Buchhalter, Personalleiter, Direktor für Geschäftsentwicklung, Leiter der Beschaffung, technischer Direktor, Hauptgeschäftsführer. Wir haben das gleiche Video auch in anderen Sprachen. Du kannst Videos erhalten, indem du über das Beschreibungsfeld auf unsere anderen Sprachkanäle zugreifst. Wir bieten in jedem Video auch englische Untertitel an. Lass uns anfangen. Vorstellungsgespräch für Social Media Offizier. Guten Morgen, danke, dass Sie zum Interview gekommen sind. Kannst du mir zunächst ein bisschen über dich erzählen? Guten Morgen. Danke, dass ich dabei bin. Mein Name ist Sarah und ich habe kürzlich mein Studium in Marketing an der Harvard University abgeschlossen. Während meiner Zeit an der Universität habe ich auch 2 Marketingpraktika absolviert. Das klingt toll, Sarah. Kannst du mir von einem Projekt erzählen, an dem du gearbeitet hast und auf das du besonders stolz bist? Sicher. Während meines letzten Praktikums war ich Teil eines Teams, das eine neue Produktlinie für unser Unternehmen auf den Markt brachte. Ich war verantwortlich für die Erstellung der Social-Media-Kampagne, die zu einer Steigerung des Engagements um 30% und einer Umsatzsteigerung von 20% führte. Das ist beeindruckend, Sarah. Kannst du mich durch deinen Denkprozess bei der Erstellung der Social-Media-Kampagne führen? Ja. Zunächst habe ich die Zielgruppe untersucht und ihr Verhalten in den sozialen Medien analysiert. Dann habe ich eine Inhaltsstrategie entwickelt, die sich auf visuell ansprechende Grafiken und Videos konzentrierte, die ihre Aufmerksamkeit erregen würden. Ich habe auch mit Influencern zusammengearbeitet, um für das Produkt zu werben und ihre Follower zu ermutigen, es auszuprobieren. Sehr gründlicher Ansatz, Sarah. Kannst du mir von einer Herausforderung erzählen, mit der du während deines Praktikums konfrontiert warst und wie du sie gemeistert hast? Eine der Herausforderungen, mit denen ich konfrontiert war, dass der Starttermin für das Produkt um 2 Wochen verschoben wurde. Das bedeutete, dass ich die Social-Media-Kampagne anpassen und mit den Influencern zusammenarbeiten musste, um ihre Beiträge zu beschleunigen. Ich habe diese Herausforderung gemeistert, indem ich effektiv mit dem Team kommuniziert und Aufgaben priorisiert habe, um die neue Frist einzuhalten. Exzellente Fähigkeiten zur Problemlösung, Sarah. Haben Sie zum Schluss noch Fragen an mich? Ja, ich habe mich gefragt, wie die Unternehmenskultur hier ist und welche Wachstumschancen es innerhalb des Unternehmens gibt. Unser Unternehmen legt Wert auf eine kollaborative und innovative Kultur, in der die Mitarbeiter ermutigt werden, über den Tellerrand hinauszuschauen und gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Was die Wachstumschancen angeht, haben wir ein Mentorenprogramm und bieten unseren Mitarbeitern auch Weiterbildungskurse an. Das klingt großartig. Danke, dass du meine Fragen beantwortet hast. Danke, dass du zum Interview gekommen bist, Sarah. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte zu besprechen.
Vorstellungsgespräch für Projektmanager. Guten Tag, danke, dass Sie zum Interview gekommen sind. Können Sie mir zunächst von Ihren Erfahrungen im Projektmanagement erzählen? Guten Tag, danke für die Einladung. Ich arbeite seit 5 Jahren als Projektmanager. In meiner vorherigen Position habe ich funktionsübergreifende Teams geleitet, um Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets abzuwickeln. Ich habe auch Erfahrung mit Projektplanung, Risikomanagement und Stakeholder-Kommunikation. Großartig, können Sie mir ein Beispiel für ein Projekt geben, das Sie geleitet haben, und mit welchen Herausforderungen Sie während des Projekts konfrontiert waren? Sicher. Ich habe ein Softwareentwicklungsprojekt geleitet, an dem mehrere Stakeholder und komplexe Anforderungen beteiligt waren. Die größte Herausforderung, mit der wir konfrontiert waren der schleichende Umfang und die Verwaltung von Änderungen am Projektumfang. Um dem entgegenzuwirken, habe ich einen Change-Management-Prozess eingeführt, der die Überprüfung und Genehmigung aller Änderungen am Projektumfang beinhaltete. Dies half uns, auf Kurs zu bleiben und das Projekt pünktlich abzuschließen. Das ist beeindruckend. Können Sie mir etwas über Ihren Führungsstil erzählen und wie Sie Ihr Team motivieren? Mein Führungsstil ist kollaborativ und unterstützend. Ich glaube daran, mein Team zu stärken und ihnen die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie für ihren Erfolg benötigen. Ich möchte auch Teammitglieder für ihre Beiträge anerkennen und belohnen und eine offene Kommunikation und Feedback fördern. Hervorragend, kannst du mir von einer Zeit erzählen, in der du eine schwierige Entscheidung treffen musstest und wie du sie angegangen bist? Ja, ich musste einmal die Entscheidung treffen, einem Teammitglied zu kündigen, das keine guten Leistungen erbrachte und sich negativ auf die Moral des Teams auswirkte. Ich ging mit Empathie und Mitgefühl an die Situation heran, machte aber auch deutlich, dass ihr Verhalten nicht akzeptabel war. Ich habe auch mit der Personalabteilung zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass der Kündigungsprozess ordnungsgemäß und würdevoll abgewickelt wurde. Gute Kommunikations- und Entscheidungsfähigkeiten, können Sie mir von Ihren Erfahrungen mit der agilen Methodik erzählen? Ja, ich bin für agile Methoden zertifiziert und habe Erfahrung im Management von Projekten mit agilen Frameworks wie Scrum und Kanban. Ich habe mit Entwicklungsteams zusammengearbeitet, um agile Praktiken zu implementieren, und habe die Vorteile einer erhöhten Produktivität und einer verbesserten Zusammenarbeit gesehen. Toll, hast du zum Schluss noch Fragen an mich? Ja, ich habe mich gefragt, an welchen Projekten der Projektmanager in dieser Rolle arbeiten würde und welche Möglichkeiten für die berufliche Weiterentwicklung bestehen. Als Projektmanager in dieser Rolle wären Sie für die Leitung funktionsübergreifender Teams verantwortlich, um Projekte durchzuführen, die unseren Geschäftszielen entsprechen. Wir bieten Mentorenprogramme, Führungstrainings und andere Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung an. Das klingt großartig. Danke, dass du meine Fragen beantwortet hast. Danke, dass du zum Interview gekommen bist. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Vorstellungsgespräch für Marketingmanager. Hi, mein Name ist Jennifer Braun. Es ist toll, Sie kennenzulernen. Hallo Jennifer, ich bin John Smith. Danke, dass du heute gekommen bist. Wir haben Ihre Bewerbung erhalten und unsere Mitarbeiter haben erwähnt, dass Sie hervorragend zu unserer Position als Marketingmanager passen würden. Kannst du mir von deinen Erfahrungen im Marketing erzählen? Ja, ich arbeite seit 8 Jahren im Marketing.
In meiner aktuellen Position leite ich die Marketingstrategie für ein Softwareunternehmen, einschließlich digitalem Marketing, Content Marketing und Veranstaltungsplanung. Das klingt großartig. Können Sie mir ein Beispiel für eine erfolgreiche Marketingkampagne geben, die Sie entwickelt haben? Ja, ich habe eine Kampagne entwickelt, um für eine neue Produkteinführung zu werben. Wir haben gezieltes E-Mail-Marketing, Social-Media-Werbung und Influencer-Marketing eingesetzt, um unser Publikum zu erreichen. Die Kampagne führte zu einer Umsatzsteigerung von 20% und übertraf unsere Marketingziele. Das ist beeindruckend. Wie misst man den Erfolg einer Marketingkampagne? Ich glaube daran, klare Ziele zu setzen und wichtige Leistungsindikatoren während der gesamten Kampagne zu verfolgen. Auf diese Weise können wir den Erfolg der Kampagne messen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Zu den KPIs, die ich verwende, gehören Website-Traffic, Konversionsraten und Engagement in sozialen Medien. Gut zu wissen. Wie bleiben Sie über die neuesten Marketingtrends und Technologien auf dem Laufenden? Ich nehme an Branchenkonferenzen und Webinaren teil, lese Marketingblogs und Publikationen und vernetze mich mit anderen Marketing-Experten. Ich experimentiere auch gerne mit neuen Marketingtechnologien und Strategien, um herauszufinden, was für mein Unternehmen am besten funktioniert. Großartig. Kannst du mir von deinen Erfahrungen mit Teammanagement erzählen? Ja, ich habe in meinen früheren Rollen Teams mit bis zu 10 Personen geleitet. Ich glaube daran, ein positives und unterstützendes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder entfalten kann. Ich setze dem Team auch klare Ziele und Erwartungen und gebe regelmäßig Feedback, um es zu verbessern. Klingt, als ob du die Fähigkeiten hast, nach denen wir suchen. Hast du irgendwelche Fragen an mich? Ja, kannst du mir mehr über die Unternehmenskultur und die Werte erzählen? Sicher, unsere Unternehmenskultur legt Wert auf Zusammenarbeit, Innovation und Kundenorientierung. Wir haben ein vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld und ermutigen unsere Mitarbeiter, kreativ zu sein und Initiative zu ergreifen. Das klingt großartig. Danke, dass du meine Fragen beantwortet hast. Danke, dass du zum Interview gekommen bist, Jennifer. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Vorstellungsgespräch für Internet Technology Manager. Hi, mein Name ist Sarah Lee. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mich zu treffen. Hallo Sarah, ich bin James Brown, der Personalleiter für die Position des Internet Technology Managers. Wir haben Ihre Bewerbung geprüft und unsere Mitarbeiter haben erwähnt, dass Sie über einen soliden Hintergrund im Internettechnologiemanagement verfügen. Kannst du mir mehr über deine Erfahrung in diesem Bereich erzählen? Ganz gewiss. Ich arbeite seit über 10 Jahren in der Internettechnologie, angefangen als Softwareentwickler und dann in Führungspositionen. In meiner letzten Position war ich für die Leitung eines Entwicklerteams und die Überwachung der Implementierung neuer Softwaresysteme für ein großes E-Commerce-Unternehmen verantwortlich. Das ist großartig. Können Sie mir ein Beispiel für ein besonders herausforderndes Projekt nennen, das Sie in Ihrer vorherigen Rolle geleitet haben? Ja, wir hatten ein großes Projekt zur Aktualisierung unserer E-Commerce-Plattform, um das Erlebnis unserer Kunden zu verbessern. Dies beinhaltete die Abstimmung mit mehreren Teams, Anbietern und Stakeholdern und die Sicherstellung,
dass das Projekt pünktlich und innerhalb des Budgets abgeschlossen wurde. Es war eine Herausforderung, aber wir konnten das Projekt erfolgreich abschließen und eine deutliche Steigerung der Kundenzufriedenheit verzeichnen. Das ist beeindruckend. Wie bleiben Sie über die neuesten Trends und Technologien in der Internettechnologie auf dem Laufenden? Ich besuche Branchenkonferenzen, nehme an Online-Foren und Webinaren teil und lese relevante Veröffentlichungen und Blogs. Ich ermutige meine Teammitglieder auch, sich über die neuesten Technologien und Techniken auf dem Laufenden zu halten. Toll zu hören. Wie gehen Sie an die Leitung eines Entwicklerteams heran? Ich glaube daran, klare Ziele und Erwartungen zu setzen, regelmäßiges Feedback und Coaching zu geben und ein kollaboratives und unterstützendes Arbeitsumfeld zu fördern. Ich stelle auch sicher, dass die Teammitglieder über die Ressourcen und Tools verfügen, die sie für den Erfolg benötigen. Hervorragend. Haben Sie Fragen an mich zu unserem Unternehmen oder dieser Position? Ja, könnten Sie mir mehr über die Unternehmenskultur erzählen und auf welche Art von Unterstützung und Ressourcen die IT-Abteilung Zugriff hat? Sicher. Unsere Unternehmenskultur legt Wert auf Teamwork, Innovation und Kundenservice. Wir haben ein kollaboratives und unterstützendes Arbeitsumfeld und ermutigen unsere Mitarbeiter, in ihrer Karriere zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Unsere IT-Abteilung hat Zugriff auf die neuesten Technologien und Tools, und wir bieten unseren Teammitgliedern kontinuierliche Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Das klingt großartig. Danke, dass du meine Fragen beantwortet hast. Danke, dass du zum Interview gekommen bist, Sarah. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Vorstellungsgespräch für einen Supply Chain Spezialisten. Guten Morgen, mein Name ist Maria Rodriguez. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Guten Morgen, Maria. Ich bin James Brown, der Personalleiter für die Position als Supply Chain Spezialist. Unser Team hat Ihre Bewerbung geprüft und unsere Mitarbeiter haben erwähnt, dass Sie über einen soliden Hintergrund im Lieferkettenmanagement verfügen. Kannst du mir mehr über deine Erfahrung in diesem Bereich erzählen? Ja, ich habe über 5 Jahre im Supply Chain Management gearbeitet, sowohl in der Logistik als auch in der Beschaffung. In meiner vorherigen Position leitete ich den Logistikbetrieb für ein regionales Vertriebszentrum einer großen Einzelhandelskette. Das ist großartig. Können Sie mir ein Beispiel für ein besonders herausforderndes Projekt nennen, das Sie in Ihrer vorherigen Rolle geleitet haben? Ganz gewiss. Eines der schwierigsten Projekte war die Implementierung eines neuen Bestandsverwaltungssystems in unserem Vertriebszentrum. Dazu gehörte die Abstimmung mit mehreren Teams, Anbietern und Stakeholdern sowie die Sicherstellung, dass das Projekt pünktlich und innerhalb des Budgets abgeschlossen wurde. Durch effektive Kommunikation und Projektmanagement konnten wir das Projekt erfolgreich abschließen, was zu einer effizienteren Bestandsverwaltung und Kosteneinsparungen für das Unternehmen führte. Beeindruckend. Wie bleiben Sie über die neuesten Trends und Best Practices im Lieferkettenmanagement auf dem Laufenden? Ich besuche Branchenkonferenzen, nehme an Online-Foren und Webinaren teil und lese relevante Veröffentlichungen und Blogs. Ich kommuniziere auch regelmäßig mit Kollegen und nehme an Schulungen teil, um über die neuesten Tools und Techniken auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist toll zu hören.
Können Sie mir etwas über Ihre Herangehensweise an die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Anbietern erzählen? Ich glaube daran, durch offene Kommunikation und Vertrauen starke Beziehungen zu unseren Lieferanten und Lieferanten aufzubauen. Es ist wichtig, ihre Bedürfnisse und Anforderungen zu verstehen und zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir unsere Ziele und Vorgaben erreichen. Ich glaube auch an die Entwicklung langfristiger Partnerschaften, von denen beide Parteien profitieren. Toller Ansatz. Haben Sie Fragen an mich zu unserem Unternehmen oder dieser Position? Ja, ich habe mich gefragt, wie die Unternehmenskultur aussieht und wie das Lieferkettenteam in die gesamte Unternehmensstrategie passt. Unsere Unternehmenskultur legt Wert auf Teamwork, Innovation und Kundenservice. Wir haben ein kollaboratives und unterstützendes Arbeitsumfeld und ermutigen unsere Mitarbeiter, in ihrer Karriere zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Das Lieferkettenteam ist ein integraler Bestandteil unserer Gesamtstrategie und stellt sicher, dass wir über einen effizienten und effektiven Betrieb verfügen, der die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt. Das ist toll zu hören. Danke, dass du meine Fragen beantwortet hast. Danke, dass du zum Interview gekommen bist, Maria. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Vorstellungsgespräch für Account Manager. Guten Morgen, mein Name ist Anna Johnson. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Guten Morgen, Anna. Ich bin James Brown, der Personalleiter für die Position des Account Managers. Unser Team hat Ihren Antrag geprüft und unsere Mitarbeiter haben erwähnt, dass Sie über umfangreiche Erfahrung in der Kontoverwaltung verfügen. Kannst du mir mehr über deinen Hintergrund in diesem Bereich erzählen? Ja, gewiss. Ich habe in den letzten 6 Jahren als Account Manager gearbeitet, hauptsächlich in der Werbebranche. In meiner vorherigen Position habe ich ein Portfolio von Großkunden verwaltet und deren Werbekampagnen von Anfang bis Ende überwacht. Das ist großartig. Können Sie mir ein Beispiel für ein besonders herausforderndes Konto nennen, das Sie in Ihrer vorherigen Rolle geführt haben? Eines der schwierigsten Konten, die ich geführt habe, war eine nationale Restaurantkette, die ein neues Menü auf den Markt brachte. Es war ein hart umkämpfter Markt, und wir mussten eine kreative und effektive Werbekampagne entwickeln, die sich von der Masse abhebt. Durch die effektive Zusammenarbeit mit dem Kunden, den Kreativteams und anderen Stakeholdern konnten wir eine erfolgreiche Kampagne entwickeln, die nicht nur die Ziele des Kunden erfüllte, sondern auch seine Erwartungen übertraf. Beeindruckend. Wie priorisieren Sie Ihre Arbeitslast und verwalten Sie mehrere Konten effektiv? Ich glaube daran, organisiert zu bleiben und einen strategischen Ansatz zu verfolgen. Ich priorisiere meine Arbeitsbelastung auf der Grundlage der Bedürfnisse und Ziele des Kunden und verwende Projektmanagement-Tools und Software, um den Überblick über meine Aufgaben zu behalten. Ich glaube auch an eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern, um sicherzustellen, dass wir alle zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das ist toll zu hören. Können Sie mir etwas über Ihren Ansatz zum Aufbau und zur Pflege von Kundenbeziehungen erzählen? Ich glaube daran, durch offene und ehrliche Kommunikation, Vertrauen und die Einhaltung unserer Versprechen starke Beziehungen zu Kunden aufzubauen. Ich mache es mir zur Priorität, ihre Geschäftsziele und Herausforderungen zu verstehen, und ich arbeite mit ihnen zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die ihren Bedürfnissen entsprechen.
Ich glaube auch an proaktive Kommunikation und regelmäßige Rückfragen mit Kunden, um sicherzustellen, dass wir ihre Erwartungen erfüllen und auf etwaige Bedenken eingehen. Toller Ansatz. Haben Sie Fragen an mich zu unserem Unternehmen oder dieser Position? Ja, ich habe mich gefragt, was die wichtigsten Prioritäten für diese Position sind und wie das Account Management Team in die gesamte Unternehmensstrategie passt. Die wichtigsten Prioritäten für diese Position sind die Verwaltung und Erweiterung unseres Portfolios an Großkunden sowie die Sicherstellung, dass wir unseren Kunden einen exzellenten Kundenservice bieten. Das Account Management Team ist ein integraler Bestandteil unserer Gesamtstrategie. Es stellt sicher, dass wir die Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden erfüllen und langfristige Beziehungen pflegen, von denen beide Parteien profitieren. Das ist toll zu hören. Danke, dass du meine Fragen beantwortet hast. Danke, dass du zum Interview gekommen bist, Anna. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Vorstellungsgespräch für Grafikdesigner. Hallo, mein Name ist Emily. Danke, dass ich heute hier bin. Hallo Emily. Ich bin James, der Personalleiter für die Position des Grafikdesigners. Unser Team hat Ihre Bewerbung geprüft und unsere Mitarbeiter haben erwähnt, dass Sie über ein beeindruckendes Portfolio und Fähigkeiten im Grafikdesign verfügen. Kannst du mir mehr über deine Erfahrung in diesem Bereich erzählen? Klar, ich arbeite seit 5 Jahren als Grafikdesigner mit den Schwerpunkten Branding und Marketingdesign. Ich hatte die Gelegenheit, an verschiedenen Projekten zu arbeiten, von der Gestaltung von Logos bis hin zur Erstellung von Marketingmaterialien wie Broschüren, Grafiken für soziale Medien und dem Design von Websites. Das klingt beeindruckend. Können Sie mir von einem besonders herausfordernden Projekt erzählen, an dem Sie in Ihrer vorherigen Position gearbeitet haben? Eines der herausforderndsten Projekte, an denen ich gearbeitet habe, war für ein Startup, das eine komplette Markenidentität von Grund auf benötigte. Es war eine Herausforderung, weil der Kunde keine Ahnung hatte, was er wollte, und es lag in meiner Verantwortung, ein Konzept zu entwickeln, das seine Marke effektiv repräsentiert. Ich musste umfangreiche Recherchen zu ihrer Branche und Zielgruppe durchführen und mehrere Iterationen erstellen, bis wir uns schließlich auf eine Markenidentität geeinigt hatten, mit der sie zufrieden waren. Das ist beeindruckend. Wie verwalten Sie Ihre Zeit und priorisieren Ihre Arbeitsbelastung, wenn Sie an mehreren Projekten arbeiten? Ich glaube daran, Projektmanagement-Tools zu verwenden, die mir helfen, auf Kurs zu bleiben. Ich achte darauf, meine Aufgaben gemäß ihren Fristen zu planen, dringende Projekte zu priorisieren und effektiv mit meinen Kunden zu kommunizieren, um sicherzustellen, dass sie über mögliche Verzögerungen oder Änderungen informiert sind. Ich glaube auch daran, realistische Zeitpläne für jedes Projekt festzulegen, um sicherzustellen, dass ich pünktlich qualitativ hochwertige Arbeit abliefere. Das ist toll zu hören. Kannst du mir etwas über deinen Designprozess erzählen und wie du auf kreative Ideen für deine Projekte kommst? Mein Designprozess beginnt in der Regel mit Recherche und Brainstorming. Ich recherchiere die Branche und den Wettbewerb des Kunden und lasse mich von verschiedenen Quellen wie Designblogs und sozialen Medien inspirieren. Von dort aus skizziere ich grobe Ideen und erstelle mehrere Iterationen, bis ich ein Design habe, von dem ich glaube, dass es die Marke des Kunden effektiv repräsentiert und seine Ziele erfüllt. Ich glaube auch daran, offen für Feedback zu sein und es in meine Designs einzubeziehen, um sicherzustellen, dass der Kunde mit dem Endprodukt zufrieden ist.
Toller Ansatz. Haben Sie Fragen an mich zu unserem Unternehmen oder dieser Position? Ja, ich habe mich gefragt, wie die Unternehmenskultur aussieht und was die Hauptaufgaben für diese Position sind. Unsere Unternehmenskultur ist kollaborativ und kreativ, wobei der Schwerpunkt auf Teamarbeit und kontinuierlichem Lernen liegt. Die Hauptaufgaben für diese Position bestehen darin, visuell ansprechende Designs zu erstellen, die die Marken unserer Kunden effektiv repräsentieren und ihre Marketingziele erreichen. Der Grafikdesigner arbeitet auch eng mit dem Kreativteam und den Projektmanagern zusammen, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt werden und wir pünktlich qualitativ hochwertige Arbeit liefern. Das klingt nach einem großartigen Arbeitsumfeld. Danke, dass du meine Fragen beantwortet hast. Danke, dass du zum Interview gekommen bist, Emily. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Vorstellungsgespräch für Buchhalter. Guten Morgen, kannst du mir bitte deinen Namen sagen? Guten Morgen, mein Name ist Jessica Johnson. Freut mich, dich kennenzulernen, Jessica. Kannst du mir etwas über deinen Hintergrund und deine Erfahrung in der Buchhaltung erzählen? Ja, ich habe einen Bachelorabschluss in Rechnungswesen und habe in den letzten 5 Jahren als Buchhalter gearbeitet, hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche. Ich habe Erfahrung in den Bereichen Finanzberichterstattung, Steuervorbereitung und Buchhaltung. Das klingt großartig. Unsere Mitarbeiter, die in der Vergangenheit mit Ihnen zusammengearbeitet haben, haben erwähnt, dass Sie viel Liebe zum Detail haben und sehr gut organisiert sind. Können Sie mir sagen, wie Ihnen diese Eigenschaften in Ihren früheren Buchhaltungspositionen geholfen haben? Ja, ich glaube, dass Liebe zum Detail und Organisation in der Buchhaltung von entscheidender Bedeutung sind. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle Finanzunterlagen korrekt sind und dass nichts übersehen wird. Ich habe immer darauf geachtet, organisiert zu bleiben und alle wichtigen Termine im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass alles pünktlich abgeschlossen wird. Hervorragend. Können Sie mir auch von einem herausfordernden Buchhaltungsprojekt erzählen, an dem Sie in der Vergangenheit gearbeitet haben und wie Sie alle Hindernisse überwunden haben? Ja, es gab ein Projekt, bei dem wir in kurzer Zeit eine große Anzahl von Konten für einen Kunden abgleichen mussten. Die Herausforderung bestand darin, dass die Konten viele Unstimmigkeiten aufwiesen und es schwierig war, die Grundursache zu identifizieren. Ich habe diese Herausforderung angegangen, indem ich die Konten in kleinere Kategorien unterteilt und mich auf einen nach dem anderen konzentriert habe. Ich habe auch eng mit meinem Team zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir alle auf derselben Wellenlänge waren und effektiv zusammenarbeiten. Am Ende konnten wir alle Konten innerhalb der Frist abgleichen. Beeindruckend. Können Sie mir abschließend sagen, warum Sie an dieser Position als Buchhalter in unserem Unternehmen interessiert sind? Ich bin sehr an dieser Position interessiert, weil ich vom Ruf und den Werten des Unternehmens beeindruckt bin. Ich glaube, dass meine Erfahrung und Fähigkeiten im Rechnungswesen hervorragend zu der Position passen und dass ich zum Erfolg des Unternehmens beitragen könnte. Ich freue mich auch über die Gelegenheit, mit einem Team von Fachleuten zusammenzuarbeiten, die eine Leidenschaft für Buchhaltung und Finanzen teilen. Danke für deine Zeit, Jessica. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte im Einstellungsprozess zu besprechen. Vorstellungsgespräch für Personalmanager. Hi, kannst du mir bitte deinen Namen sagen? Guten Morgen. Ich heiße Linda.
Freut mich, dich kennenzulernen, Linda. Daher haben wir von Ihren Referenzen positive Rückmeldungen zu Ihrer bisherigen Berufserfahrung und Ihren Fähigkeiten erhalten. Kannst du mir etwas mehr über deine Qualifikationen erzählen und warum du denkst, dass du für diese Position als Personalmanager gut geeignet bist? Ja. Ich habe einen Bachelorabschluss in Personalwesen und habe über 5 Jahre in der Personalabteilung gearbeitet und mich auf Rekrutierung, Mitarbeiterbeziehungen und Leistungsmanagement spezialisiert. Ich glaube, dass meine Fähigkeiten und Erfahrungen hervorragend zu dieser Position passen würden, da ich zuversichtlich bin, dass ich die Aufgaben und Herausforderungen bewältigen kann, die mit der Arbeit als Personalmanager Das ist einhergehen. toll zu hören. Könnten Sie mir ein Beispiel für eine schwierige Situation geben, mit der Sie in Ihrer vorherigen HR-Position konfrontiert waren und wie Sie damit umgegangen sind? Ja, ich musste einmal in einem Konflikt zwischen 2 Mitarbeitern vermitteln, die eine Meinungsverschiedenheit hatten, die zu einem heftigen Streit eskaliert war. Ich habe mir die Bedenken beider Parteien angehört und mit ihnen zusammengearbeitet, um eine Lösung zu finden, die beide zufriedenstellt. Wir konnten das Problem friedlich lösen, und die beiden Mitarbeiter konnten danach effektiv zusammenarbeiten. Exzellente Fähigkeiten zur Problemlösung, Linda. Was sind Ihre Gedanken zu Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz? Ich glaube, dass Vielfalt und Inklusion für den Erfolg einer Organisation unerlässlich sind. In meinen früheren Positionen im Personalwesen habe ich Programme und Richtlinien eingeführt, die Vielfalt und Inklusion fördern. Ich half zum Beispiel dabei, Ressourcengruppen für Mitarbeiter einzurichten, die Mitarbeitern mit unterschiedlichem Hintergrund Unterstützung und ein Gemeinschaftsgefühl boten. Großartig, Linda. Ich denke, wir haben alles behandelt, was ich Sie heute fragen wollte. Hast du irgendwelche Fragen an mich? Ja, das tue ich. Kannst du mir mehr über die Unternehmenskultur erzählen und darüber, wie es ist, hier zu arbeiten? Sicher. Unsere Unternehmenskultur legt Wert auf Zusammenarbeit, Innovation und eine starke Arbeitsmoral. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, Verantwortung für ihre Arbeit zu übernehmen und bieten Möglichkeiten für berufliches Wachstum und Entwicklung. Danke für deine Zeit heute. Es war toll, Sie kennenzulernen und mehr über diese aufregende Gelegenheit zu erfahren. Danke, dass du gekommen bist, Linda. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte des Einstellungsprozesses zu besprechen. Vorstellungsgespräch für den Direktor für Geschäftsentwicklung. Guten Morgen, mein Name ist Anglea und ich bin hier, um die Position des Direktors für Geschäftsentwicklung zu übernehmen. Hallo, Angela. Danke, dass du heute gekommen bist. Lassen Sie mich vorstellen, ich bin James, der Personalleiter für diese Position. Bevor wir mit dem Vorstellungsgespräch beginnen, möchte ich Sie darüber informieren, dass ich von unseren Teammitgliedern, die Ihre Bewerbung geprüft haben, positives Feedback zu Ihren Qualifikationen erhalten habe. Danke, James. Das ist toll zu hören. Also, Angela, kannst du mir ein wenig über deine bisherigen Erfahrungen erzählen und wie sie mit der Rolle des Direktors für Geschäftsentwicklung zusammenhängen? Sicher, ich habe über 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Vertrieb, wo ich erfolgreich Teams geführt habe, um Umsatzziele zu erreichen und den Kundenstamm zu erweitern. Ich habe Erfahrung in der Analyse von Markttrends, der Identifizierung potenzieller Kunden und der Entwicklung und Umsetzung strategischer Pläne zur Steigerung von Umsatz und Umsatz.
Darüber hinaus kann ich auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Pflege starker Kundenbeziehungen zurückblicken. Das klingt beeindruckend, Angela. Können Sie mir ein konkretes Beispiel für ein erfolgreiches Projekt oder eine erfolgreiche Initiative vorstellen, die Sie in Ihrer vorherigen Rolle geleitet haben? Ja, ein Projekt, das ich leitete, war die Entwicklung und Implementierung einer neuen Vertriebsstrategie für einen Kunden, der unterdurchschnittlich abgeschnitten hatte. Nachdem ich den Markt analysiert und die Bedürfnisse des Kunden verstanden hatte, schlug ich einen neuen Vertriebsansatz vor, der sich auf personalisierten Kundenservice und maßgeschneiderte Lösungen konzentrierte. Diese Initiative führte innerhalb der ersten 6 Monate zu einer Steigerung der Umsatzerlöse des Kunden um 30%. Exzellente Arbeit, Angela. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Eigenschaften, die ein Director of Business Development besitzen sollte? Ich glaube, dass ein Director of Business Development eine starke Führungskraft sein sollte, die in der Lage ist, ihr Team zu motivieren und zu führen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Darüber hinaus ist es wichtig, über hervorragende Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten zu verfügen, um starke Beziehungen zu Kunden und Partnern aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Die Fähigkeit, Markttrends zu analysieren und neue Chancen zu erkennen, ist ebenfalls entscheidend für den Erfolg in dieser Rolle. Ich stimme zu, Angela. Haben Sie zum Schluss noch Fragen an mich? Ja, können Sie mir mehr über die Wachstumspläne des Unternehmens erzählen und darüber, wie der Director of Business Development in diese Strategie passen würde? Absolut. Wir expandieren derzeit in neue Märkte und sind bestrebt, unser Produktangebot zu diversifizieren. Der Direktor für Geschäftsentwicklung wird eine Schlüsselrolle bei der Identifizierung und Verfolgung von Möglichkeiten zur Erreichung dieser Ziele spielen. Das klingt aufregend. Danke für die Information, James. Danke für deine Zeit heute, Anglia. Wir werden uns bald mit Ihnen in Verbindung setzen. Vorstellungsgespräch für den Einkaufsleiter. Hallo, willkommen zum Interview. Kannst du bitte damit beginnen, mir deinen Namen zu sagen? Ja, natürlich. Ich heiße Helen. Freut mich, dich kennenzulernen, Helen. Unser Team hat Ihren Lebenslauf durchgesehen und ist der Meinung, dass Sie für die Position des Einkaufsleiters gut geeignet sind. Können Sie mir mehr über Ihre Erfahrung im Einkauf erzählen? Sicher. Ich bin seit über 25 Jahren im Beschaffungsbereich tätig und habe Erfahrung in der nationalen und internationalen Beschaffung. Meine letzte Position war als Einkaufsleiter bei der Giant Corporation, wo ich ein Team von Beschaffungsspezialisten leitete und die Beschaffungsprozesse für das Unternehmen beaufsichtigte. Das klingt beeindruckend. Können Sie mir von einer Situation erzählen, in der Sie vor einer Herausforderung in der Beschaffung standen und wie Sie diese gemeistert haben? Absolut. Eine der größten Herausforderungen, mit denen ich konfrontiert war, war die Beschaffung eines Spezialprodukts für eines unserer Projekte. Das Produkt war vor Ort nicht erhältlich und wir mussten es aus einem anderen Land beziehen. Aufgrund unvorhergesehener Umstände verzögerte sich die Lieferung des Produkts jedoch, was sich auf den Projektzeitplan hätte auswirken können. Ich habe mit dem Lieferanten zusammengearbeitet, um eine alternative Lösung zu finden, und wir konnten ein geeignetes Ersatzprodukt finden, das die Projektanforderungen erfüllte und innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens verfügbar war. Tolle Fähigkeiten zur Problemlösung.
Kannst du mir auch etwas über deine Managementerfahrung erzählen? Ja, wie ich bereits erwähnt habe, habe ich in meiner vorherigen Position ein Team von Beschaffungsspezialisten geleitet. Ich war dafür verantwortlich, Ziele zu setzen, die Leistung zu überwachen und den Teammitgliedern Feedback und Coaching zu geben. Ich glaube daran, mit gutem Beispiel voranzugehen und ein positives und kollaboratives Arbeitsumfeld zu fördern. Das ist toll zu hören. Wir suchen jemanden, der das Einkaufsteam leiten und auch eng mit anderen Abteilungen des Unternehmens zusammenarbeiten kann. Wie verwalten Sie die Beziehungen zu anderen Abteilungen und Stakeholdern? Ich glaube daran, enge Beziehungen zu Interessenvertretern und anderen Abteilungen aufzubauen, indem ich aktiv zuhöre, ansprechbar bin und regelmäßig über die Beschaffungsaktivitäten auf dem Laufenden halte. Ich versuche auch, ihre Bedürfnisse und Anliegen zu verstehen und arbeite gemeinsam daran, für beide Seiten vorteilhafte Lösungen zu finden. Hervorragend. Danke, dass du das geteilt hast, Helen. Das sind alle Fragen, die wir für heute haben. Wir werden uns bald mit unserer Entscheidung in Verbindung setzen. Vielen Dank für die Gelegenheit, ein Interview für diese Position zu führen. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Vorstellungsgespräch für den technischen Direktor. Guten Morgen, könnten Sie sich bitte vorstellen? Guten Morgen, mein Name ist Rita. Ich habe einen Abschluss in Maschinenbau von der London University und arbeite seit 5 Jahren als technischer Manager. Danke, Rita. Unsere Mitarbeiter haben ihre Erfahrung und ihr Fachwissen auf diesem Gebiet hochgelobt. Können Sie mir mehr über Ihre Erfahrung in der Leitung von Entwicklungsteams erzählen? Sicher, ich habe verschiedene Ingenieurteams mit einer Größe von 5 bis 20 Personen geleitet. Ich habe Erfahrung mit Projektmanagement, Produktdesign und Prozessverbesserung. Ich beherrsche auch verschiedene Software und Tools, die häufig im technischen Bereich verwendet werden. Hervorragend, es hört sich so an, als ob Sie hervorragend zu der Position des technischen Direktors passen würden, die wir zur Verfügung haben. Können Sie mir etwas über Ihren Ansatz zur Führung und Führung eines Teams erzählen? Ja, mein Führungsansatz besteht darin, ein positives und kollaboratives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder gehört und geschätzt fühlt. Ich glaube daran, meinem Team klare Ziele und Erwartungen zu setzen und es mit der Unterstützung und den Ressourcen zu versorgen, die es für seinen Erfolg benötigt. Ich lege auch Wert auf die kontinuierliche Schulung und Entwicklung meines Teams, um sicherzustellen, dass es ständig wächst und sich verbessert. Das klingt alles großartig, Rita. Können Sie mir von einer Zeit erzählen, in der Sie ein komplexes technisches Problem lösen mussten und wie Sie es angegangen sind? Ja, ich hatte einmal ein Projekt, bei dem wir ein neues Produkt entwickelten, das einen ganz bestimmten Herstellungsprozess erforderte. Wir waren mit dem Prozess auf viele Herausforderungen gestoßen und das Produkt entsprach nicht unseren Qualitätsstandards. Um das Problem zu lösen, habe ich ein funktionsübergreifendes Expertenteam aus verschiedenen Unternehmensbereichen zusammengebracht, um ein Brainstorming durchzuführen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Wir konnten ein neues Herstellungsverfahren entwickeln, das unseren Qualitätsstandards entsprach und die Erwartungen unserer Kunden übertraf. Das ist beeindruckend. Abschließend, was unterscheidet Sie Ihrer Meinung nach von anderen Kandidaten für diese Position? Ich glaube,
Meine umfangreiche Erfahrung in der Branche sowie meine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Leitung von Teams und der Verbesserung der Betriebsabläufe machen mich zu einem starken Kandidaten für diese Position. Darüber hinaus wäre meine Fähigkeit, mich an neue Situationen anzupassen und mit anderen zusammenzuarbeiten, für die Leitung dieses Teams wertvoll. Danke für deine Zeit, Rita. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte im Einstellungsprozess zu besprechen. Vorstellungsgespräch für den Vorstandsvorsitzenden. Guten Tag. Kannst du dich bitte vorstellen? Guten Tag, danke für die Einladung. Mein Name ist Cassie und ich freue mich, heute hier zu sein. Es ist toll, dich hier zu haben, Cassie. Ich sehe, dass Sie viel Erfahrung in Management und Führung haben. Kannst du mir etwas mehr über deinen Hintergrund erzählen? Ja, ich arbeite seit über 30 Jahren in Führungspositionen. Ich habe Erfahrung in der Leitung von Teams, der Entwicklung und Umsetzung von Strategien und der Führung von Organisationen durch Wachstum und Veränderung. Das ist beeindruckend. Unser Unternehmen sucht einen Chief Executive Officer. Denken Sie, dass Sie die richtigen Fähigkeiten und Erfahrungen für diese Position haben? Ja, das tue ich. Ich habe Unternehmen durch Phasen des Wachstums und Wandels geführt, und ich bin zuversichtlich, dass ich die Verantwortung eines CEO übernehmen kann. Das ist toll zu hören. Unsere derzeitigen Mitarbeiter haben uns gesagt, dass sie für diese Position hervorragend geeignet wären. Kannst du mir etwas mehr über deinen Führungsstil erzählen? Mein Führungsstil basiert darauf, meine Teammitglieder zu befähigen und weiterzuentwickeln. Ich glaube daran, klare Ziele und Erwartungen zu setzen und meinem Team Unterstützung und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um diese zu erreichen. Ich fördere offene Kommunikation und Zusammenarbeit und suche immer nach Möglichkeiten, mich zu verbessern und zu innovieren. Das klingt nach einem großartigen Ansatz. Wie gehen Sie als Führungskraft mit Herausforderungen und Rückschlägen um? Als Führungskraft glaube ich an einen proaktiven Umgang mit Herausforderungen und Rückschlägen. Ich versuche, potenzielle Probleme zu antizipieren und zu mildern, und wenn Probleme auftreten, arbeite ich mit meinem Team zusammen, um Lösungen zu finden und aus den Erfahrungen zu lernen. Es klingt so, als hätten Sie viel Erfahrung und einen soliden Führungsansatz. Kannst du mir von einem Projekt erzählen, das du geleitet hast und auf das du besonders stolz bist? Ein Projekt, auf das ich besonders stolz bin, war, als ich ein Unternehmen durch eine umfassende Umstrukturierung geführt habe. Wir waren in der Lage, den Betrieb zu rationalisieren und die Effizienz zu verbessern, was zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer höheren Rentabilität führte. Ich bin stolz darauf, wie gut das Team zusammengearbeitet hat, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist beeindruckend. Danke, dass du das mit mir geteilt hast. Hast du irgendwelche Fragen an mich? Ja, das tue ich. Können Sie mir mehr über die langfristigen Ziele und Visionen des Unternehmens für die Zukunft erzählen? Sicher, unser Unternehmen konzentriert sich auf nachhaltiges Wachstum und Innovation. Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und in neue Märkte zu expandieren. Unser langfristiges Ziel ist es, in unserer Branche führend zu werden und einen positiven Einfluss auf die Welt auszuüben. Das klingt aufregend.
Danke, dass du das mit mir geteilt hast. Danke, dass du heute gekommen bist, Cassie. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte im Einstellungsprozess zu besprechen. Danke, dass ich dabei bin. Es war mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Bitte liken und abonnieren. Und willkommen, um mehr Videos von unserem Kanal anzusehen.